Mit den verschiedenen Noch Perfect Sets haben Sie viele wichtige Produkte zur Hand, die Sie für den Start eines bestimmten Modell-Landschaftsbauprojekts benötigen. In diesem Video möchten wir Ihnen eines der Noch Perfect Sets vorstellen, das Perfect Set Winterlandschaft. Dieses Set enthält einige Winterartikel für eine liebevoll detaillierte Winterszene. Im Set enthalten ist das Startset Schneeflocken, Eiskristallpaste und Eiszapfen sowie die Noch Schneepaste. Für die Anwendung der Artikel haben wir aus verschiedenen Materialien eine Landschaft vorbereitet und weiß vorkoloriert. In der Landschaft integriert ist ein kleiner See aus 2K Wassergel, den wir später vereisen möchten. Das Dach der Berghütte haben wir ebenfalls weiß vorgefärbt. Wir beginnen damit, das Diorama mit Schneepaste zu bedecken. Als Arbeitswerkzeuge eignen sich Modellierspachtel und Pinsel. Die Paste wird zu Beginn aufgerührt, damit die Inhaltsstoffe wieder gleichmäßig darin verteilt sind. Dann nehmen wir den Spachtel zur Hand und verteilen die Masse gleichmäßig an allen Stellen, an denen wir Schneeberge und glitzernde Schneedecken entstehen lassen möchten. Auf glatten Flächen, wie zum Beispiel dem Hausdach, sollte die Schneepaste möglichst gleichmäßig aufgetragen werden. An unebenen Stellen verwenden wir vorzugsweise einen Pinsel. Nach und nach wird das Diorama so weiß mit Schnee bedeckt. Nach der Trocknung glitzert die Oberfläche der Schneepaste im Licht wie eine echte Schneeschicht. Vor dem nächsten Arbeitsschritt haben wir ein paar Schneetannen auf unserem Diorama verbaut, die jetzt noch etwas beschneit werden sollen. Auch auf dem Hausdach möchten wir eine dünne Schicht Pulverschnee aufbringen. Dazu kommt das Startset Schneeflocken zum Einsatz. Es enthält eine Streudose, 50 Gramm Schneekleber und die Noch Schneeflocken. Wir geben etwas Schneekleber aus der Tube in eine Schale, öffnen die Packung mit den Schneeflocken und füllen diese in die Streudose ein. Nach dem Einfüllen schütteln wir die Dose, um die Schneeflocken statisch aufzuladen. Das Dach wird jetzt mit dem enthaltenen Schneekleber eingestrichen und anschließend mit Schneeflocken bestreut. Das gibt der Schneedecke ein frisches Pulverschnee-Aussehen. Danach streichen wir die Schneetannen mit Schneekleber ein und streuen auch hier etwas von den Noch Schneeflocken auf, um diesen ebenfalls einen frischen Winterlook zu verpassen. Als nächstes benutzen wir die Eiskristallpaste. Um eine Eisschicht auf unserem kleinen See entstehen zu lassen, drücken wir etwas aus der Tube und verteilen die Masse mit einem Pinsel. Die Schicht muss nach dem Auftragen eine Weile trocknen, bis der eisige Effekt entsteht. Währenddessen verteilen wir noch etwas davon am Balkon und an den Fenstern der Berghütte. Den finalen Abschluss bilden die Noch Eiszapfen. Diese sollen jetzt noch am Dach angebracht werden. Dazu drücken wir mit der Tubenspitze etwas an die entsprechenden Stellen, führen diese nach unten und drehen die Tube, sobald der Eiszapfen die gewünschte Länge erreicht hat. Die Eiszapfen sind beim Auftragen sehr milchig, sie trocknen dann aber klar aus, sodass diese sehr realistisch wirken. Nach dem Trocknen der Eiskristallpaste auf dem kleinen See können hier auch noch ein paar Schlittschuhläufer und Figuren untergebracht werden. Fertig ist unsere kleine Winterszene, gestaltet mit dem Perfect Set Winterlandschaft.